Hola a todos und willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay in Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind 3500 Kilometer kreuz und quer durchs Land gefahren. Da hatten wir reichlich Gelegenheit, Hotels und Airbnbs auf Herz und Nieren zu prüfen. In der letzten Folge, wer es verpasst hat, Link hier oben in der Ecke oder auch in der Videobeschreibung, ja, da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass viele Hotels in Uruguay ihre Sterne, unserer Meinung nach deutlich zu hoch ansetzen. Dafür haben wir ordentlich Kritik geerntet, was wir natürlich sehr schade finden. Wir glauben nämlich nicht, dass wir hier stur nur deutsche Maßstäbe angelegt hätten. Wir sind überzeugt, dass auch Uruguayos und andere, die in diesem Land Urlaub machen, ein sauberes Zimmer und ein leckeres Frühstück zu schätzen wissen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir sind ja auch nicht mehr so ganz so jung und schon viel rumgekommen und können durchaus Vergleiche ziehen. Deshalb bleiben wir dabei, viele Hotels waren für das Gebotene einfach überbewertet und zu teuer. Aber, und das ist uns wichtig, es gibt Ausnahmen. Die Hosteria Fortín de San Miguel in Chuy verdient ihre 3 Sterne absolut. Über dieses Juwel für Romantiker und Geschichtsfans haben wir schon in Folge 37 ausführlich berichtet. Die zweite Ausnahme ist das NH Hotel in Montevideo. Das hat 4 Sterne und zwar völlig zu Recht. Hier war alles tipptopp sauber. Es gab Sauna, Pool, ein großes Bad und das Frühstück außergewöhnlich gut. Frau Mattes schwärmt heute noch von dem selbstgemachten Tomatensugo. Es gab sogar eine Käseauswahl, also für uns das erste Mal nach 4 Wochen in Uruguay, und alles war beschriftet. Das ist uns wegen Frau Mattes Allergien extrem wichtig. Ja, und dazu die Lage, unser Zimmer, 12. Stock, direkt Meerblick. Egal ob Sonne oder Gewitter, der Ausblick war einfach extrem cool. Und ja, die Fenster waren dicht und sauber. Also, es geht doch auch in Uruguay. Trotzdem, nach all unseren Erfahrungen, würden wir in Uruguay fast immer ein Airbnb vorziehen. Warum? Weil unsere Favoriten Airbnb-Unterkünfte sind. Bevor wir zu unseren absoluten Favoriten kommen, müssen wir euch noch kurz vom schlechtesten Hotel erzählen, in dem wir wirklich jemals waren. Weder Frau Mattes noch ich haben jemals in unserem Leben ein Hotel, für das wir schon bezahlt hatten, vorzeitig verlassen. Aber hier waren wir nach einer Stunde wieder weg. Willkommen in unserem persönlichen Horrorhotel, dem Squania Suite Container in Salto. Warum wir überhaupt das gebucht haben? Naja, ganz ehrlich, wir waren neugierig und wir wollten einfach mal sehen, was man so aus alten Schiffscontainern Kreatives so rausholen kann. Upcycling, Tiny House Feeling. Das klang in der Theorie nach einem richtig spannenden Experiment. Nun ja, das Experiment ist insofern geglückt, als dass wir jetzt zumindest sehr genau wissen, was man nicht daraus machen sollte. Von außen wirkte es fast noch harmlos, geradezu einladend. Dazu gab es positive Online-Bewertungen. Im Nachhinein vermuten wir, dass das entweder gekaufte Lobeshymnen waren oder, reine Satire. Denn mit der Realität hatte das wirklich nichts zu tun. Die Zimmer sind, Container. Innen versprühte unser Exemplar den charmanten Flair eines verlassenen Krankenhauszimmers in einem Lost Place. Nur leider nicht ganz so sauber. Also von der Decke rieselte malerisch die Farbe herab. Und die Bettdecken, die bestachen durch ein, sagen wir mal, interessantes Fleckenmuster. Der absolute Gipfel war aber dann das, kulinarische Arrangement, also man hat uns da Besteck und einen Teller hingelegt. Das Besteck lag in einer Plastiktüte direkt auf dem Teller. Aber dann passierte das physikalische Wunder. Als wir den Teller anhoben, rutschte das Besteck der Schwerkraft folgend heraus. Die Plastikfolie allerdings, in die das eingewickelt war, die blieb standhaft an dem Teller kleben. Offenbar war der Teller so klebrig, dass er eine untrennbare Verbindung mit dem Plastik eingegangen war. Das Besteck in dieser Tüte, was da rausgerutscht war, war übrigens auch nicht sauber. Man kann halt nicht alles haben. Abgerundet wurde das Ambiente durch ein exquisites Duftbouquet. Eine beißende Note von frischem Lack im Schlafbereich, harmonisch ergänzt durch einen kräftigen Schimmelgeruch im Badezimmer. Als wir an der Rezeption unsere Beschwerde vorbrachten, erlebten wir, Servicewüste pur. Anstatt sich auch nur ansatzweise um den Gast zu bemühen oder das Problem zu lösen,
naja, da wurden wir einfach schallend ausgelacht. Na, und da hat es uns gereicht. Wir haben uns sofort ein anderes Hotel gesucht. Eine wirklich enttäuschende Erfahrung. Aber, und jetzt zu den Highlights, unsere Airbnb-Erfahrung war nämlich durchweg positiv. 3 Tage durften wir in einem Domhaus bei Tacuarembó verbringen. Das liegt wunderschön ruhig auf einer großen Wiese am Waldrand, etwas außerhalb. Es gibt Pool, Grill, Sonnenterrasse, ja, und mit der Hängematte, ja, da ist die Entspannung perfekt. Drinnen war alles modern, geschmackvoll und super sauber. Als Frau Mattes Migräne bekam, war der Vermieter also wirklich unglaublich hilfsbereit. Wir konnten problemlos einen Tag verlängern und wurden sogar gefragt, ob wir noch irgendwas brauchen. Den Preis mit 56 € pro Nacht außerhalb der Saison fanden wir sehr angemessen. Von uns glatte 5 Sterne. Und auch der Link wieder in der Beschreibung. Und jetzt, Trommelwirbel, für unsere Lieblingsunterkunft in Uruguay. Das Tapajuntas in Playa Hermosa, Piriápolis. Dieses Haus ist wirklich ganz besonders. Es wurde mit unglaublich viel Liebe und Ideenreichtum aus recycelten Materialien gebaut. Es macht einen riesigen Spaß, im Haus umherzugehen und zu entdecken, was die verbauten Dinge früher einmal waren. Die Lage ist top. Nah am Meer, aber ruhig. Der Vermieter hat uns persönlich empfangen, Kühlschrank war gefüllt mit Wasser und Milch, Mate und Kaffee standen auch bereit. Durch die kluge Aufteilung sind viele separate Bereiche entstanden. Es gibt eine große Terrasse hinterm Haus, teilweise überdacht. Hier findet man auch eine Waschmaschine. Neben dem Haus gibt es eine Feuerstelle und vor dem Haus eine Mischung aus Wintergarten und Remise. Wir haben das Haus zu zweit genutzt, aber auch für 4 Personen gibt es ausreichend Rückzugsraum. Gezahlt haben wir hier 50 € pro Tag außerhalb der Saison. Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ganz klare Empfehlung, 5 von 5 Sternen. Was gibt es in den nächsten Folgen? Nun, wir hatten ja schon Korrekturfolgen angekündigt, weil nicht alles glauben, was im Internet steht. Ja. Und die KI auch, was die da teilweise rausspuckt, stimmt nicht. Genau, auch wir haben Unsinn über Uruguay aufgegriffen und natürlich durch unsere Videos verbreitet. Das wollen wir natürlich berichtigen. Außerdem wird es hier ein neues monatliches Format geben. Und da verrate ich beim nächsten Mal auch schon ein bisschen was zu. Mehr dazu, welche Regionen in Uruguay für uns ganz oben auf der Liste stehen, gibt es auch bald. Wir hatten während unserer Rundreise ja ein Punktesystem etabliert. Da hat sich bei der Auswertung ganz klar gezeigt, wo wir leben möchten. Und wir werden darüber sprechen, von welchen Vorstellungen wir uns einfach verabschieden mussten. Außerdem, jetzt wo das Mercosur-Abkommen unterzeichnet ist, zumindest ist das der Stand von heute, im Januar 2026, ja, was wird sich dadurch denn wirklich ändern und wann? Auch das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir teilen unsere Pläne natürlich weiterhin mit euch und sind für euer Feedback total dankbar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und die Glocke aktivieren. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr in diesem Container übernachtet hättet oder auch wie ihr reagiert hättet dann auf das Auslachen. Hasta la próxima, zu Mates Mate Mission. Que les vaya bien. Ciao.